in God for what he will do. Josua stellt hiermit ein Beispiel auf für das ganze Volk, wie er durchhalten wird im Glauben, wie er beständig sein wird. Und genau dasselbe sollen sie auch tun. So these two stories of Jericho and Ai set the example for the rest of the book of Joshua. Diese zwei Geschichten von Jericho und Ai, die dienen als Beispiel für das ganze Buch Josua. All the rest of the conquest of the land is very, very condensed. Die ganze restliche Erzählung der Eroberung ist sehr kurz gefasst. It's all summarized very briefly. Es ist alles zusammengefasst. And with that, the conquest in Jericho and Ai serves as the example of the rest of the conquest of the land. Und die Eroberung dieser zwei Städte, Jericho und Ai, dient als Beispiel dafür, was in den anderen Städten dann passiert ist. If you obey, then you will be victorious, and if you disobey, you'll be defeated. Und es wird klar, wenn ihr gehorcht, dann werdet ihr siegreich sein. Wenn ihr nicht gehorcht, werdet ihr besiegt werden. And the promises of God of victory or defeat is all hinging upon covenant obedience. Gottes Versprechen, dass es Sieg gibt oder Niederlage, das hängt alles ab von der Bündnistreue des Volkes. And for us to step into everything that God has for us, it is so important that we weed sin out of our life. Damit wir hineinfinden in all das, was Gott für uns hat, ist es so wichtig, dass wir die Sünde ausjäten aus unserem Leben. We can't just consider the small acts of compromise acceptable in our walk with Christ. Wir können kleine Taten, wo wir Kompromisse eingehen, nicht als akzeptabel ansehen in unserem Leben. The New Testament says that for the person who knows the right thing to do and yet does not do it, for him it is sin. Im Neuen Testament heißt es, die Person, die weiß, was sie tun sollte, es aber nicht tut, für den ist das Sünde. And what Jesus does is he actually calls Christians to a higher standard than the law of Moses. Damit ruft Jesus die Christen zu einem noch höheren Standard auf als das Gesetz des Mose. But he gives the Holy Spirit so that you can accomplish that task. Aber er gibt den Heiligen Geist, damit du diese Aufgabe erfüllen kannst. And it's important not just dealing with sin to deal with it in a quiet place with the Lord alone. Und es ist wichtig beim Umgehen mit Sünde, dass es nicht nur an einem stillen Ort mit Gott allein passiert. But a practice that we have abandoned in the Protestant tradition Es gibt so eine Handlungsweise, die wir in der evangelischen Kultur hinter uns gelassen haben, is that of regular confession of sin. die der Sündenbekenntnis, der regelmäßigen Sündenbekenntnis. The power of confession of sin is immense. Da liegt eine große Kraft in der Bekenntnis von Sünden. Bringing sin to the light so that it cannot hide in the darkness. Sünden ans Licht zu bringen, damit sie nicht mehr in der Dunkelheit versteckt bleiben können. If there is something that you're dealing with, whether it be any type of sin, the way to overcome it is bringing it to the light. Wenn du mit irgendetwas am Kämpfen bist, irgendeine Art von Sünde, die Art und Weise, das zu besiegen ist, es ans Licht zu bringen. I absolutely guarantee you. Das garantiert dir total. And we see that regularly in the Old Testament. Das ist was wir im Alten Testament immer wieder sehen, Acts of confession. wo Sünden bekannt werden. And James says, if you confess your sin, God is faithful to heal you. Jakobus sagt, wenn du deine Sünden bekennst, ist Gott treu, dich zu heilen. So we'll look at this a little bit more later and consider it as well, but I just want us to think about that idea of the importance of confession. Schaut euch das also später nochmal an. Denkt darüber nach. Ich finde, es ist so wichtig, den Wert der Sündenbekenntnis zu erkennen. And to introduce that idea to you guys a little bit. Und das wollte ich euch jetzt mal vorstellen. So in chapters 9, 10, 11, 12, we get an expanded story on Gibeon and then some brief summaries on conquests. In Kapitel 9, 10, 11, 12 sehen wir ein bisschen eine Geschichte über Gibeon, wo es ein bisschen mehr ins Detail geht, und dann noch ein paar Zusammenfassungen der Eroberung. Chapter 9 is often known as the Gibeonite deception. Kapitel 9 wird auch bekannt als die List der Gibeoniter. And the people in Gibeon might be fearful because of the conquest of Jericho and Ai.
Die Leute dort hatten vielleicht Angst aufgrund dessen, was sie von der Eroberung Jerichos und Ais gehört haben. And what you see is some coalitions of city-states coming together to fight against Israel. Und da sehen wir, wie sich ein paar dieser Staaten zusammengetan haben, um gegen Israel zu kämpfen. But Gibeon and a couple other surrounding cities, as we'll see later, come to make a treaty with Israel. Gibeon aber und ein paar von den Städten ringsherum kommen, um einen Frieden auszuhandeln mit Josua. So, they come to make a treaty and end up deceiving them so that they will not be defeated or conquered. Sie kommen in diesem Friedensvertrag zu machen und dafür müssen sie überlisten, dass sie nicht getötet werden. Was it wrong for Joshua to make a treaty with the Gibeonites? War es falsch von Josua, dass so einen Vertrag abschloss mit den Gibeoniten? Yes. Why? Because God told them before they went that they should destroy everything, so making a treaty would be compromising what God told them. Good. So then what about Rahab? Shouldn't they have killed Rahab? Was ist da mit Rahab? Hätten sie die nicht umbringen sollen? Were they disobedient to not kill Rahab? War es ungehorsam, Rahab nicht zu töten? Maybe God is a little bit flexible. I think that is absolutely true. That God is examining the heart of the people and not just their ethnic identity. Ich glaube, das stimmt genau. Gott ist ums Herz der Leute, nicht nur auf ihre ethnische Herkunft. Anybody is welcome to join the people of God, even evil Canaanites like Rahab. Jeder ist willkommen, Teil von Gottes Volk zu werden, selbst böse Kanaaniter wie Rahab. But there are certain things that God requires when people come to Him. Es gibt bestimmte Dinge, die Gott sehen möchte, wenn jemand zu ihm kommt. And one of those things is that they leave everything else behind and devote themselves only to God. Eines ist, dass sie alles andere zurücklassen und sich nur Gott selbst weihen. And that's what you see in Rahab. Rahab is willing to make Yahweh her God, her only God. Das sehen wir bei Rahab. Sie ist bereit, Yahweh zu ihrem einzigen Gott, zu ihrem Gott zu machen. And so if they're willing to forsake their national identity, their ethnic identity, and join with the people of Israel, then they'll be accepted. Wenn sie bereit sind, ihre bisherige ethnische Identität zurückzulassen und Teil von Gottes Volk zu werden, werden sie auch angenommen. But to do that is a huge step for people at this time because they're basically abandoning all of their heritage. Das zu dieser Zeit zu tun war aber ein Riesenschritt für die Leute. Damit haben sie ihr ganzes Erbe zurückgelassen. But the two stories that are going to be highlighted of women in this time, Rahab and Ruth, Und die zwei Geschichten, die wir aus dieser Zeit haben, die zwei wichtigen Geschichten von diesen Frauen, Rahab und Ruth, shows that regardless of your background, God is willing to accept anybody. zeigt, dass es unabhängig von deiner Herkunft, dass Gott bereit ist, dich anzunehmen. Und zwar jeden. The real deception with Gibeon comes in making a treaty with them. Was da wirklich Betrug ist an der Geschichte mit Gibeon, ist, wo der Vertrag mit ihm gemacht wird. The treaty that they probably made was something like a suzerainty covenant. You guys heard that word before? Dieser Vertrag, der geschlossen wurde, war wohl so etwas wie ein Souveränitätsbündnis. Remember, Deuteronomy is a suzerainty covenant. Yes. Wisst ihr noch, wie 5. Mose nach so einem Souveränitätsvertrag strukturiert ist? Powerful person makes a covenant with a less powerful person and makes them pay tribute and do things for them in exchange for protection. Wo eine mächtige Person mit einer weniger mächtigen Person einen Bund schließt. Und das bedeutet, das heißt auch, dass die schwächere Person dann Tribut zahlen muss oder bestimmte Regeln befolgen muss. But in this covenant, what Gibeon is doing is they are keeping their national identity. Aber in diesem Bund, was Gibeon dann macht, ist, dass sie ihre nationale Identität behalten. And the devoting to destruction of the land of Canaan is for the purpose of cleansing it from all idolatry and immorality. Das Land Kanaan der Zerstörung zu weihen, hatte den Zweck, es zu säubern von aller Götzendienst und aller Unmoral. And the issue with the Gibeonite treaty is that Joshua allows them to keep their identity and keep their practices. Das ist das Problem mit diesem Friedensvertrag mit den Gibeoniten, als Josua es ihnen gestattet,
weiter an ihrer Identität festzuhalten und ihre religiösen Praktiken beizubehalten. Because it wasn't necessarily wrong for Joshua to do what he did. In Deuteronomy 20, it says, if a far nation comes, make peace with them. Es war genau genommen nicht falsch, was Josua gemacht hat. Das heißt in 5. Mose, wenn ein Volk von weit weg herzukommt, dann schließt Frieden mit ihm. The issue was, and still is today, is that they were going to come to God but not give up their past. Das Problem bei denen war, und es ist auch heute noch oft das Problem, dass sie zu Gott kamen, aber nicht ihre Vergangenheit aufgeben wollten. And the same parameters exist today. Dieselben Parameter gelten auch heute. When you come to Jesus, you burn your plow. Wenn du zu Jesus kommst, dann verbrennst du deinen Pflug. You leave behind your past and your sinful lifestyle. Dann lässt du deine Vergangenheit, deinen sündigen Lebensstil zurück. You leave behind the gods of materialism, Du lässt die Götter des Materialismus and you devote yourself only to God. und weißt dich nur dem Herrn. But in this covenant Joshua makes with the people, they're allowed to keep their own practices. Aber hier in dem Bündnis, das Josua mit diesen Menschen schließt, ist es ihnen gestattet, weiterhin ihre Praktiken zu befolgen. And when Joshua finds out who these people are, he subjects them to slavery. Als Josua dann herausfindet, wer das wirklich ist, dann unterjocht er sie in die Sklaverei. And for me, the astounding thing as reading through the book of Joshua is the power of a person's word. Und das Erstaunliche für mich, wenn ich das Buch Josua betrachte, ist, wie viel Kraft, wie viel Bedeutung das Wort einer Person hatte. That hundreds of years later, when Saul kills the Gibeonites, they all remember Joshua's covenant and his word to the Gibeonites. 100 Jahre später, wo Saul diese Gibeoniter umbringt, da erinnern sich die Leute noch an den Schwur, den Josua machte. And that's what makes it a sin for Saul to do that. Damit ist es für Saul dann später eine Sünde, ihre Nachbarn zu töten. And unlike Joshua, or the people of Israel, we seldomly are worried about keeping our word. Uns ist es bei weitem nicht so wichtig, wie Josua oder der Volk Israel unser Wort zu halten. Oh, I'm going to go do this or I'm going to go do that. Wenn wir sagen, ja, ja, das mache ich oder das werde ich erledigen. We say things so flippantly Wir sagen Dinge oftmals so oberflächlich and aren't worried about sticking to what comes out of our mouth. und kümmern uns nicht so sehr darum, das auch einzuhalten, was aus unserem Mund gesprochen wurde. And what Joshua exhibits here is integrity in his words. Josua zeigt hier eine Integrität in seinen Worten. And we, as well, can learn from that idea that even though it was wrong for him to make this covenant, he still sticks to what he said. Und wir können auch davon lernen, obwohl es falsch war von ihm, dieses Friedenswort zu geben, hält er sich trotzdem noch daran. And while he allows them to live, he does not allow them to be free. Und obwohl er sie weiterhin am Leben lässt, lässt er sie nicht in Freiheit. And so as chapter 9 continues, in verse 14, I think this verse is probably the key to the chapter. Und dann im Vers 14, im 9. Kapitel, finden wir wohl den Schlüssel zu diesem ganzen Kapitel. And this is an easy phrase to pass over in the middle of this chapter. Mitten im Kapitel, das ist leicht, das zu überlesen. But it says that the men of Israel just did what they thought was right. They didn't ask counsel from God. Da sehen wir, dass die Männer Israels einfach das gemacht haben, was sie für richtig hielten. Sie haben nicht Gott um Rat gebeten. And what we'll see with the book of Judges is how a people's lack of asking God can affect an entire nation. Das sehen wir dann im Buch der Richter, wie wenn ein Volk nicht nach Gott fragt, dass das ganze Volk beeinflusst. They trusted their own wisdom and good thought process instead of looking to God. Sie haben ihre eigene Weisheit, ihre eigenen Gedankenprozessen vertraut, anstatt auf Gott zu schauen. They thought, yeah, we can figure this out. We don't need to ask God. Sie haben gesagt, ja, wir finden da eine Lösung, wir müssen
nicht Gott fragen. But our wisdom and their wisdom is extremely limited by our humanity. Aber unsere Weisheit und ihre Weisheit ist extrem limitiert durch unsere Menschlichkeit. And God sees everything, and thus it is so important to lean upon His counsel. Gott dagegen sieht alles und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf seinen Rat verlassen. It's so important to look to the Lord with every decision that we make. Es ist so wichtig, dass wir in jeder Entscheidung, die wir fällen müssen, auf ihn schauen. It can become a very easy practice in YWAM to start a meeting with prayer and then discuss some things and make some decisions and never even ask God His thoughts on it. Es kann selbst in JWAM so leicht passieren, dass wir eigentlich ein Meeting zwar mit Gebet starten, aber dann Dinge diskutieren und nie danach fragen, was Gott dazu sagen möchte. And I've heard the phrase so many times, oh, the Holy Spirit is leading our conversation. So oft habe ich dazu gehört, dass Leute sagen, ja gut, der Heilige Geist, der hat unsere Unterhaltung geführt. We trust that we're making the best decision because I feel peace about it. Wir vertrauen, dass wir die richtige Entscheidung treffen, weil ich fühle Frieden dabei, ich spüre Frieden. But have we asked God? Have we asked the Lord? Aber haben wir Gott gefragt? Haben wir den Herrn gefragt? Do we take it to Him? Nehmen wir das vor ihm? We oftentimes feel completely fine making every decision about our own lives, whether it be what we do with our free time or where we go on vacation. Oftmals fühlen wir uns so frei, diese Entscheidungen selbst zu treffen in unserem Leben, was wir mit unserer Freizeit machen, wo wir in Urlaub gehen. But the phrase is still true that if He's not Lord of all, He's not Lord at all. Aber dieser Ausdruck stimmt, wenn er nicht Herr von allem ist, dann ist er gar nicht Herr. Because it is an oxymoron to say, no, Lord. Es ist ein Widerspruch in sich zu sagen, nein, Herr. Doesn't make sense. Das ergibt keinen Sinn. You can't say no, Lord, because then He's not Lord. Du kannst nicht sagen, nein, Herr, weil dann ist er nicht Herr. And what you see with Joshua and the leaders of Israel is they depended more on their own wisdom than on coming to God. Was wir in dieser Geschichte sehen, bei Josua und den Leitern von Israel, sie haben sich mehr auf ihren eigenen Verstand verlassen als auf Gott. So it is so vital for us to come to the Lord with every one of our decisions and ask Him because He cares. Es ist so wichtig, dass wir mit jeder Entscheidung zu Gott kommen und ihn fragen, weil ihn kümmert das. He has His thoughts that He wants to tell to you about the decisions that you need to make. Er hat Gedanken, die er dir mitteilen möchte über die Entscheidung, die du zu fällen hast. Don't make the same mistake as Joshua did, because when he didn't ask the Lord, it left a thorn in his side for the rest of the people of Israel. Begeht nicht denselben Fehler wie Josua, weil wo er in dieser Situation nicht Gott gefragt hat, dann hinterließ das ein Dorn, der in ihrer Seite war, auch noch in Zukunft. Even when a situation looks so good in our own eyes, are we still willing to ask God what He thinks? Selbst wenn eine Situation in unseren Augen so gut aussieht, sind wir noch bereit, Gott zu fragen, was er denkt. All right. So, just real quick, 10 through 12. I want to hit a little bit in chapter 10, but 11 and 12 I'm probably not going to touch at all because they're really just the summary of the conquest of the land. Kapitel 10 bis 12. 10 schauen wir uns ein bisschen an, 11 und 12 nicht so, weil das ist eigentlich nur die Zusammenfassung der Eroberung des Landes. Let's go to break right now, and we'll cover this when I come back so that I don't have to rush through it. Aber erstmal machen wir Pause und dann gehen wir das nach der Pause an. So let me pray real